Die bayerische Polizei hat möglicherweise einen Anschlag auf den Augsburger Weihnachtsmarkt verhindert. Am Mittwochabend nahm sie einen Asylbewerber aus dem Irak in einer Flüchtlingsunterkunft fest. Der Mann soll den Weihnachtsmarkt ausgespäht haben. Zuvor war in den sozialen Medien aufgefallen. Dort postete er Videos von Hinrichtungen und Selbstmordattentaten, soll auch in Kontakt mit Mitgliedern des IS gestanden haben. Ein ausländischer Geheimdienst informierte die Deutschen dann über das Internetverhalten des Mannes. Nach Informationen von Welt kam er Anfang 2023 nach Deutschland, stellte einen Asylantrag. Nun sitzt er in Abschiebehaft. Zugeschaltet ist jetzt Ulrich Kretzer aus der Welt-Investigation- und Reportagebereich. Guten Morgen, Ulrich. Wie weit gibt es denn da Informationen, was auch diese Anschlagspläne betrifft? Denn bislang weiß man ja relativ wenig. Genau, die Informationen darüber sind noch etwas spärlich. Klar ist wohl, so hören wir aus den Sicherheitsbehörden, dass dieser 37-Jährige den Weihnachtsmarkt in Augsburg ausgespäht haben soll. Zumindest soll er Fotos davon gemacht haben. Das fiel offenbar auf, als er observiert worden ist. Und wenn man diese mutmaßliche Aussperraktion zusammen damit nimmt, dass der Mann bereits zuvor auffällig geworden war, nämlich weil er IS-Propaganda im Internet sich angeschaut hat, weil er Gewaltfantasien dort offenbar gehegt hat, die in seinen Internetposts deutlich wurde. Wenn man das alles zusammennimmt, dann kamen die Sicherheitsbehörden eben im Ergebnis zum Entschluss, dass sie eine Festnahme machen müssten, einen Zugriff machen müssten aus Gründen der Gefahrenabwehr, um Schlimmeres möglicherweise, was dieser Mann möglicherweise geplant hat, zu verhindern. Lass uns noch etwas mehr auf den Tatverdächtigen Ali A. schauen. Was weiß man, außer dass er auf Social Media unterwegs war, in sehr fragwürdigen Foren? Und was weiß man auch zu seiner Umgebung? War er als Alleintäter unterwegs? Dazu liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor, also ehrlicherweise noch gar keine Erkenntnisse. Mir ist nichts darüber bekannt geworden, dass er seine Tatpläne, seine mutmaßlichen Tatpläne, wenn es sie denn gab, mit anderen vorantrieb, sondern offenbar gibt es bisher nur Informationen über ihn selbst, über seine Internetaktivitäten und eben über diese mutmaßliche Aussperraktion. Er soll aber doch Kontakt gehabt haben zum IS, zum sogenannten Islamischen Staat. Welche Art von Kontakt das war, ob das sozusagen ein sogenannter Mentor war, der ihn wirklich angeleitet hat zu Terrorplänen, darüber ist bisher nichts bekannt geworden. Wer hat uns eigentlich informiert und warum kommen diese Informationen meistens, nicht immer, aber meistens von draußen? Ja, also soweit wir wissen, war es auch diesmal tatsächlich so, dass der erste Hinweis von einem ausländischen Nachrichtendienst kam. Zumindest gab es Hinweise von ausländischen Nachrichtendiensten, das wissen wir eigentlich sicher. Das liegt schlicht daran, dass die ausländischen Nachrichtendienste jedenfalls in einigen Ländern, zum Beispiel in den USA, auch in Großbritannien, ganz einfach andere Möglichkeiten haben. Andere technische Möglichkeiten, aber in erster Linie andere rechtliche Möglichkeiten. Also mal ganz vereinfacht gesagt, wenn man natürlich das Internet mit einem großen Schleppnetz und entsprechenden Algorithmen absucht, dann findet man natürlich eher Leute, die auf entsprechenden IS-Kanälen unterwegs sind, als wenn man das halt, so wie es in Deutschland ist, nicht einfach so darf, ohne dass es schon Verdachtsanhaltspunkte gibt. Das ist der Grund, warum wir tatsächlich gerade bei den ersten Hinweisen über Internetaktivitäten in Deutschland ganz oft auf die ausländischen Nachrichtendienste angewiesen sind. Wenn wir diese Hinweise dann haben, dann sind die Sicherheitsbehörden ziemlich gut geworden, würde ich sagen. Das ist meine Einschätzung, ziemlich aktiv geworden, dann reagieren sie schnell. Aber der erste Hinweis, das ist ganz oft so, kommt tatsächlich aus dem Ausland. Ulrich Kretzer, recht vielen Dank für das Gespräch und die Einzelheiten. Gerne.